Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus Bangkok, und heute nehme ich euch mit in die grüne Lunge von Bangkok. Am besten erkundet man die mit dem Fahrrad, und daher lasst uns einfach mal loslegen. Wir sind schon hier, und wie man hinkommt, erkläre ich dir. Miss Pio und ich starten unser heutiges Abenteuer an der BTS-Station Bang Na. Wir nehmen den Exit 2 und machen uns auf den Weg Richtung Bang Na Intersection Market. Wir nutzen dafür den Skywalk, der uns direkt von der Station sicher über die vielbefahrene Sukhumvit Road bringt. Aber ganz ehrlich, bei der thailändischen Hitze laufen wir nicht zu Fuß. Wir schnappen uns stattdessen die schnellste und coolste Option überhaupt, ein Motorradtaxi. Die Fahrer stehen direkt an der Ecke Sampawut Road bereit. Ziel ist der Wat Bang Na Nok Pier. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten und kostet gerade mal schlanke 20 Baht. Also umgerechnet etwa 50 Cent. Am Wat Bang Na Nok Pier angekommen, wechseln wir das Transportmittel. Jetzt geht es rauf auf die Fähre und ab über den mächtigen Chao Phraya Fluss. Die Fahrt dauert nur ein paar Minuten, ist super entspannt und kostet quasi fast nichts. Perfekt, um sich kurz den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen und die Skyline im Hintergrund zu genießen. Und da kommt es auch schon, das Pier 3. Wir sind offiziell auf der grünen Lunge Bangkoks gelandet. Jetzt kann unser Ausflug so richtig beginnen. Kaum angelegt am Pier 3 wird erstmal bezahlt, und zwar die Fährüberfahrt. Das Beste daran, pro Person kostet der Spaß gerade einmal 4 Baht, also ein absolutes Schnäppchen. Direkt hier am Pier wartet auch schon die beste Art, die Halbinsel zu erkunden: Fahrräder. Für unschlagbare 80 Baht pro Rad für den ganzen Tag sind wir startklar. Die Reifen sind aufgepumpt, die Bremsen funktionieren, hoffentlich. Na dann, Schluss mit der Theorie, ab aufs Rad und rein in die grüne Lunge Bangkoks. Los geht's! Unser erstes großes Ziel ist der Bang Nam Phueng Floating Market, der übrigens nur am Wochenende stattfindet. Schon auf den ersten Metern auf den Satteln merken wir, wie wunderschön und grün es hier ist. Aber Achtung, die extrem schmalen Betonstege sind eine echte Herausforderung, besonders wenn einem plötzlich ein Roller entgegenkommt. Und auch die Navigation ist ein kleines Abenteuer für sich. Am Markt angekommen, heißt es erstmal Parkplatz suchen. Gegen einen winzigen Obolus von 5 Baht stellen wir die Räder auf einen bewachten Parkplatz ab. Anschließend nicht nötig. Das ist auch besser so, denn ein Schloss hat uns der Fahrradvermieter gar nicht erst mitgegeben. Vertrauen ist eben alles. Jetzt wird der Markt erkundet. Der Bang Nam Phueng Floating Market ist einfach gigantisch groß. Sobald man reinkommt, landet man in einer völlig anderen Welt. Hier gibt es wirklich alles, absolut alles, von bunter Kleidung und Souvenirs über bergeweise frisches, exotisches Obst und Gemüse direkt aus der Region. Bis hin zu scheinbar endlosen, fantastisch duftenden Essenständen. Ein echter Traum für Entdecker.
Und genau deshalb sind Miss P und ich heute hier. Wir wollen uns einmal quer durchschlemmen. Unser erstes Highlight sind diese kleinen, frisch gebackenen Kokosnusspfannkuchen. Aber die gibt es erst später irgendwo. Die sind außen schön knusprig und innen herrlich fluffig. Dazu holen wir uns noch eine Portion süßen Sticky Rice. Und als perfekte Abkühlung bei der Hitze darf ein eiskalter, wunderbar cremiger Thai-Tee natürlich auf keinen Fall fehlen.กาแฟโบราณหนึ่งหวานค่ะปกตินะแล้วก็ Chai Nom. Chai Nom. ชานมหวาน ใช่ โหเหมือนกันนะ หวาน ขอบคุณมากลูก Aber das ganz große kulinarische Highlight wartet an diesem Stand auf uns. Eine feurige, traditionelle Tom-Yum-Suppe. Die wird hier noch ganz urig und authentisch zubereitet. Die perfekte Kombination aus pikanter Schärfe, feinen Gewürzen und den frischen Zutaten ist der absolute Wahnsinn. Ein Traum für die Geschmacksknospen und ein echter Pflichtstopp für alle, die ehrliche thailändische Küche lieben. Nach dem großen Schlemmen lassen wir die Seele noch ein bisschen baumeln. Wir lassen uns über den Markt treiben und genießen die wunderbar lebendige Atmosphäre. Auf diesen Märkten gibt es immer so viel zu sehen. Aber die Fahrräder warten schon auf uns. Frisch gestärkt schwingen wir uns wieder auf den Sattel. Weiter geht das Abenteuer durch die grüne Oase von Ban Ka Chao. Zurück im Sattel. Wir lassen den wuseligen Markt hinter uns und radeln wieder los. Es tut richtig gut, die Beine zu bewegen und den Fahrtwind zu spüren, während wir tiefer in die Natur eintauchen. Die Kulisse wechselt sofort. Die Wege werden ruhiger, das Grün intensiver und die wunderschöne, fast dschungelartige Natur von Ban Ka Chao zeigt sich von ihrer allerbesten Seite. Über die typischen schmalen Betonpfade und die einzige größere Straße hier steuern wir ganz entspannt unser nächstes großes Highlight an, den Nationalpark Sri Nakhon. Diese riesige grüne Oase ist einfach der perfekte Ort, um komplett abzuschalten. Wir rollen hinein in den Park und steuern direkt auf den großen idyllischen See zu, der das Herzstück dieser Anlage ist. Hier stellen wir die Räder erst einmal ab und lassen die Ruhe auf uns wirken. Hand in Hand laufen Miss P und ich vor zum Ufer
Und genau das sind die Momente, in denen wir die Zeit zu zweit so richtig genießen. At night aligns all the shady features and all our empty worlds. Behind the sea, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right by. To the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, you get my heart in trouble. Bevor es zur nächsten wohlverdienten Pause geht, radeln wir noch am Birdwatch Tower vorbei. Wir halten kurz Ausschau und halten die Kamera bereit, aber echte Vögel sehen wir heute leider keiner. Macht aber überhaupt nichts, denn die Vorfreude auf unser eigentliches Ziel treibt uns an, das Deep Inn Ban Kachau Café. Der Weg dorthin führt uns nochmal durch idyllische Wege, bis wir dieses kleine, versteckte Juwel erreichen. Das Café liegt wunderschön im Grünen, direkt an einem kleinen Betonpfad an der Grenze des Nationalparks. Hier heißt es erst einmal tief durchatmen, die Beine ausstrecken und die grüne Kulisse mit der guten Luft auf sich wirken lassen. Zur Erfrischung bestellen wir uns einen eiskalten, herrlichen, creamigen Eis-Cappuccino und eine spritzige Limonensoda gegen den Durst. Und natürlich ist jetzt auch genau die richtige Zeit für unseren heißgeliebten Kokosnuss-Pfannkuchen. Dieses Café ist übrigens mein absoluter Favorite Place in der gesamten Grünen Lunge. Die entspannte Stimmung und die Lage sind einfach unschlagbar. Wenn ihr mal hier seid, legt hier unbedingt einen Stopp ein. Es lohnt sich total. To the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, Wir sind jetzt hier schon so seit 3,5 Stunden unterwegs mit den Fahrrädern. Und von hier aus kann man wirklich auch beobachten, es gibt wirklich sehr viele Leute, die Fahrrad fahren am Wochenende. Der Markt ist auch sehr schön, groß. Man bekommt alles, was das Herz begehrt. Also Essen, wir sind gut ausgestattet. Wir haben ja gerade noch hier unsere schönen leckeren Kokosnuss-Pancakes. Und hier das Café, das ist wirklich richtig gut. Das heißt Deep Inn Ban Kachau. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich werde alles mal unten verlinken. Da gibt es einen Blogpost auch dazu. Da findet ihr alle Restaurants und wo ich mal war und Sehenswürdigkeiten hier. Also auf alle Fälle eine tolle Sache, einfach mal Bangkok zu entfliehen und der Lautstärke, der schlechten Luft. Und es ist wirklich schön, Fahrrad zu fahren hier. Also, und teuer ist es auch nicht. Also, jetzt lasse ich mir hier noch meinen Butters Lemon Soda, der super ist, schmecken, bevor es dann weitergeht aufs Fahrrad. Frisch gestärkt machen wir uns langsam auf den Rückweg zum Pier 3, um unsere Fahrräder wieder abzugeben. Wir lassen es jetzt ganz gemütlich angehen. Dabei entdecken wir noch ein ganz anderes Abenteuer. Einige Leute haben sich hier Kajaks geliehen und paddeln entspannt durch die kleinen Kanäle. Das müssen wir beim nächsten Mal unbedingt auch ausprobieren. Bevor wir die Halbinsel verlassen, machen wir noch einen letzten Abstecher direkt an den Chao Phraya River. Was für ein Kontrast zur idyllischen Natur. Von hier aus bestaunen wir die riesige Hafenanlage auf der anderen Flussseite
und die gewaltigen Schiffe, die hier vorbeiziehen. Ein genialer Abschluss. Ich stehe jetzt wieder hier am Pier, wo heute Morgen alles begann, und ich hoffe, dir hat die kleine Folge aus der Grünen Lunge Bankhaus gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like von dir freuen. Vielleicht abonnierst du auch den Kanal, kostet nichts, ganz umsonst, und wenn du noch die Glocke drückst, bekommst du sofort eine Nachricht, wenn wieder ein neues Video online ist. Ich sage danke und wir sehen uns beim nächsten Video. Was erwartet dich in der nächsten Folge? In Episode 22 nehme ich dich mit zu meinen 3 absoluten Insider-Spot für BTS Skytrain Viewing. Erkunde mit mir meine persönlichen Top-Spotter-Locations in Bangkok. Vom chilligen Rooftop-Vibes bis zum coolen Café-Experience. Schalt unbedingt wieder ein.